Das hast du gerade gefilmt. Scheiße. Hallo, ich bin Alexander Tuschinski, der Regisseur von Menschenliebe, und ich möchte Ihnen hier ein bisschen was über den Film erzählen und darüber, wie ich ihn gemacht habe und was ich mir dabei so gedacht habe. Was soll ich damit? Das ist kein ehrliches Geld. Enteignen soll man euch und gegen den Tisch sollst du auch nicht laufen, du Penner. Während ich im Mai 2008 an meinem letzten Film Killer-Eichhörnchen arbeitete, hatte ich Ideen zu 2 Songs, Internetliebe und Looking for My Messages. Ich habe die beiden dann auch schnell aufgeschrieben und aufgenommen und hatte vor, zu beiden Songs Musikvideos zu drehen, die zu veröffentlichen, und das wäre es eigentlich gewesen. Wenn ich's hätt, kriegt der Monitor ne Fingerspur beim Zu Internetliebe drehte ich dann auch im November 2008 noch ein Video, aber bei Looking for My Messages ist es schon der Film geworden. Google einfach nackte Frau. Beide Songs handeln von den Problemen eines jungen Mannes, der keine Frau findet und in allerhand komische Situationen gerät. Und eigentlich wollte ich gar kein größeres Projekt zu diesem Thema machen, sondern nach Killer-Eichhörnchen zu etwas sehr Traurigem und Ernstem wechseln. Jedoch ließen mir diese ganzen Songs und die Thematik keine Ruhe, und im Oktober 2008 begann ich mit ersten Skizzen, mit ersten Ideen für ein neues Drehbuch, und der Arbeitstitel Menschenliebe. Nee, noch nicht. Ach so, scheiße. Ich hatte immer wieder kurze Ideen zu einem solchen Film, aber es kam im Oktober und November 2008 noch nichts Konkretes heraus. Ich hatte so Ideen, der Hauptcharakter im Informatikpraktikum, die Szene habe ich schon im Oktober eigentlich genauso notiert, wie es im Film Der vorkommt. Monitor ist nichts, aber egal, vielleicht macht die Oberkante. Kopfgesteuerten Fußschleife ist. Die schwanzgesteuerte. Nochmal, was Aber es fehlte ihm dem Ganzen noch eine Würze. Im November 2008 begann ich mich dann mit Don Giovanni zu beschäftigen. Don Giovanni geht um einen Mann, der es mit mehr als 2000 Frauen gemacht hat und der ein ziemliches Vorbild für Arnold darstellen könnte. Hey, cool. 19 Uhr. Seid da. Okay. Bis dann. Und du solltest das hier ausschalten, weil wir gerade Soundaufnahmen machen. Der Text der Oper ist sehr, sehr geistreich und witzig auf Italienisch von Lorenzo da Ponte, einem sehr, sehr guten Librettisten. Und je mehr ich mir die Oper anhörte, je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr sprudelten die Ideen zu dem Film. Und das Drehbuch schrieb ich dann im Dezember 2008 in 2 Wochen eigentlich komplett auf. Besser, da kannst du gar nicht abblitzen. Meinst du? Ja, klar. Du, ich habe hier letztens an der Uni kennengelernt. Ja, genau. Vor allem soll es zeigen, wie ein junger Mann, der das Thema Beziehungen noch nicht locker genug sehen kann, sich sein ganzes Leben damit eigentlich füllt. Klingt interessant. Sicherlich aufregend. Durch Don Giovanni kam mir auch die Idee zum Herrn Konstantin, der von mir gespielt wird, der ein zynischer Mann ist, für den Frauenerobern kein Problem darstellt, für den es eigentlich schon der Alltag ist und der eigentlich genug davon hat. Traue nie einer nackten Frau, Arnold. Siehst du, so leicht ist das, hä? Ja. So leicht. Ja, ich meine, schauen Sie doch, das ist doch die schönste Sache, die es überhaupt gibt. Das da oben? Ja, das ist ein wunderschönes Die Geräusch. Rolle des Konstantin hat mir sehr viel Spaß gemacht zu schreiben und zu spielen. Weg mich! Schnauze! Okay, nochmal. Der Konstantin ist ja eigentlich das, was Arnold bei sich unterdrückt. 2. Norbert macht Arnold fertig, Arnold hockt da, lässt sich alles gefallen, und im Inneren aber ist er wie Konstantin, dass er Norbert kaputt schlagen will. Eigentlich ein ziemlich negatives Gedankenbild, was der Arnold in sich hat. Ziemlich viele Aggressionen und so, die er da über Konstantin herauslässt. Nee, das ist zu brutal. Das kannst du gerne machen. Ich glaube, es kommt gut. Action. Meine Idee war es, dass Arnold eigentlich ein recht normaler, schüchterner junger Mann ist, der sich viel mit Opern beschäftigt und Literatur und deshalb bei den Frauen nicht ankommt. Es war mir schon früh klar, dass das Ganze eigentlich eine Satire sein sollte. Eigentlich eine Satire auf jede Menge Sachen, die mir auch im Alltag begegnet sind, die ich aus Erzählungen kenne und auch aus eigenen Beobachtungen. Das denkt doch jeder Studiengang irgendwie anspruchsvoll, oder? Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Wow. Und sonst? Die meisten Ideen zu Szenen in dem Film kamen mir, während ich Musik hörte. Zum Beispiel eine der ersten Szenen, die ich unbedingt umsetzen wollte, war das Finale von Don Giovanni, Già la mensa e preparata.
wo Don Giovanni diniert und sein Diener Leporello ihm das Essen bringt und nebenbei ein Orchester berühmte Opernarien aus der Zeit spielt. Wenn einer dann fragt nach dem Wein, wird ein sehr heller, sehr Okay, probieren wir es. Der Text ist komplett von mir, die Musik von Mozart, von mir am Synthesizer aufgenommen. Und wenn man die Oper kennt, dann merkt man die ganzen Anspielungen darauf. Zwischen Dezember 2008 und März 2009 beschäftigte ich mich viel mit den ganzen Locations und dem ganzen Storyboard des Films. Viel habe ich in der Gegend von meiner Uni gedreht und war eigentlich wochenlang immer nach den Vorlesungen unterwegs und suchte mir irgendwelche Örtlichkeiten. Stopp, das ist nicht gut. Ja, einmal komplett durchlaufen, bevor man das schließlich... Zum Beispiel Location für die Szene der Treppe, auf der Arnold und sein bester Freund entlang gehen, habe ich durch Zufall gefunden, als ich einmal in der Gegend vorbeiging. Wir konnten das eigentlich nur 1 Stunde am Tag lang drehen, dort, dass die Schatten so fielen, wie ich es mir wünschte, und es hat sehr, sehr gut geklappt. Action. Ach komm, irgendwie ist das doch auch lustig, oder? Den Hauptdarsteller suchte ich recht lange. Ich überlegte lange, wer ihn spielen konnte, und am Ende kam ich darauf, dass Sebastian, der in meinem letzten Film Killer Eichhörnchen schon dabei war, eigentlich das Zeug hätte, die Rolle zu spielen. Und wir setzten uns zusammen, haben ein wenig geübt und dann einfach mal begonnen zu filmen, und er ist die ideale Besetzung. Wir begannen im April 2009 mit ersten Szenen, eigentlich genauer gesagt mit dem Vorspann und den Szenen im Park. Die allererste Einstellung ist das Che Guevara-Graffiti an der Wand gewesen, das wir gedreht haben. Und zunächst waren wir eigentlich nur ganz wenige. Ich mit Kamera und er als Darsteller. Ganz einfach. Und je komplexer die Szenen wurden, die wir drehten, desto mehr Leute holte ich mir dazu. Was meinst du? Meine Meinung. Das ist jetzt ein bisschen zu viel von mir, nicht? Ich habe den Film eigentlich so gedreht, von einfach nach schwer. Zunächst die Szenen, in der nur Sebastian, also nur Arnold, wie sein Charakter im Film heißt, zu sehen ist. Als die abgedreht waren, dann die mit seinem besten Freund dazu. Und immer so weiter, es wurde immer mehr gestaffelt. Nicht mit ihnen unterhalten. Ja, ich kann Zunächst reichte es deshalb aus, wenn nur ich alleine mit der Kamera da war. Sobald dann Dialoge kamen, holte ich noch einen Soundmann dazu. Matthias war mein erster Soundmann, der eigentlich bei fast jedem Dreh dabei war. Und Tobias war der zweite. Pupst du dich rein. Pack auf. Links und Ich hol meine Pommisch. Folgende Sache ist wichtig. Mikrofon so nah es geht an den Mund, weil der Schall... Denk nicht mal dran! Das geht nicht so. Denk nicht mal dran! Spaß. Du sollst nicht lachen. Ach komm, gibst du, das ist auch irgendwie lustig. Und so wurden die Szenen immer komplexer, bis August 2009, als dann die letzten Drehtage waren. Tschüss, du Depp. Tschüss, du Oh, dann lass von dem nicht. Vor jedem Dreh musste ich alle Leute zusammentrommeln, schauen, wann wer Zeit hat. Wir sehen, welcher Kameramann wann kann. Freut mich, das ist schön. Hey, du bist glücklich mit oder wir beide ohne sind glücklich, ne? Ja, bitte Mit nicht. oder ohne Verrückte glücklich. Es war sehr viel Händering dabei, gerade bei den Szenen mit vielen Statisten, weil es ja doch schwierig ist, immer so viele Leute an einem Tag zusammenzubekommen, die dann Zeit haben zum Drehen. Zunächst filmte ich sämtliche Szenen, in denen Konstantin noch nicht vorkommt. In den Szenen konnte ich selber die Kamera führen. Okay, also. Schau auf ihn. Auf sie. Auf den Tisch. Hin. Auf ihn. Auf sie. Auf ihre Hände. Auf den Tisch. Auf mich. Direkt vor mich. Auf den Tisch. Auf den Tisch. Auf sie. Auf ihn.
Dann kam Ende Juli die ersten Szenen mit Alexander Konstantin, mit mir. Ja. Also, muss ich mal was trauen. Es war relativ schwer für mich zu spielen, auch allein schon durch die persönlichen Umstände, die ich hatte. Mein Vater ist ziemlich schwer erkrankt und dann Mitte August auch gestorben. Und in dieser schweren Krankheitsphase musste ich praktisch immer die Krankheit ausblenden und mich auf den Film konzentrieren, auf Set gehen, Regie machen und Konstantin, den flirtenden Typen, spielen. Aber es hat ziemlich gut geklappt, auch wenn es eine große Strapaz für mich war. Sobald das Ding aus ist, sage ich einfach meinen Satz. Ja. Sobald du zu einer hingehst, ein bisschen mehr Elan reinbringen. Sag ihr, dass sie was Besonderes ist. Das kann ich doch nicht einfach so sagen. Sag's ihr, sonst sagt sie doch keiner. Die Kameraleute, die ich gefunden hatte, waren ausgezeichnet. Joachim und Matthias. Extremen Weitwinkel brauchen wir. Also. Ich zoome einfach so weit raus, wie es geht. Willst du noch die Decken über dich drüber drapiert haben? Okay, sieht man das? Ja, am Ende, ich weiß nicht. Schau es dir an, so sieht es halt aus. Oh, einfach. Da hat die Kamera läuft auch. Schweinerei. Okay, ich glaube, das reicht. Au. Oh. Jetzt brauche ich eine Zigarette. So, kleiner Hinweis, das geht verdammt in die Schulter. Da ist es? Ja. Das kommt hier. Hinten. Das ist interessant, Arno. Das ist super sehr. Trotzdem. Ja, aber kannst du was anzünden? Kamera. Oh Gott. Boah, man sieht, wie sich blendet. Das ist viel zu hell. Warte mal. Okay, Arnold, dann geh halt ich alleine und gib dir Tochter Nachhilfe. Sie wollten mir doch eigentlich heute zeigen, wie das alles funktioniert. Ach, Arnold, du bist halt im Geiste bei mir. Noch einmal, ich hab noch einen Teil übrig, den hab ich nicht, aber noch einmal, wie ich das Ding abreiß. Moment. Spiegel. Eine wirklich schöne Kamera. Du bist wundervoll. Dankeschön. Nein, eher nicht. Ich melde mich bei dir. Ja, Oma. Und vor allem, ihr schönen Frauen zu mir, ihr kriegt alles, was euch beglückt. Ich glaube, das sieht man nicht, oder? Sieht man nicht? Sieht man iPod und Boxen? Ich danke, was rüber. Perspektive, das ist die Perspektive jetzt. Ich drehe mich. Komm, Party! Hey, liebe Leute, die ganze Leute zur Party bei mir, alles geboten. Schaut euch vielleicht gegenseitig. Auf jeden Fall mehr. Okay, machen wir dann. Okay, und Action. Beide haben genau meinen Stil umgesetzt, genau die Ideen, die ich für die Szenen hatte. Ja, schauen Sie doch. Und dann kannst du das so bringen, dass man nur die beiden sieht und unsere Köpfe kaum. Also einen ganz langsamen Zoom, der aber schon von einem recht starken Zoom beginnt. Also, hast du es? Ja. Perfekt, und jetzt die Nahaufnahme aus... Und jetzt machst du... Das machen wir jetzt ungefähr 100 Mal, bis wir einen haben, der passt. Und praktisch, die Idee ist, mit der, vielleicht sieht man dann noch nur meine Gesichter und dann, während er spricht, sieht man einen langsamen Zoom auf die Personen. Nicht so angewidert. Also praktisch, du beginnst schon so, dass man unsere Gesichter kaum sieht. Dreh vielleicht das Display um, dass ich es kurz mal beurteile und du schaust durch den Sucher. Dann sage ich dir, was ich meine. Also du beginnst schon so. Genau so beginnst du. Schau, genau Ich so. sag ja, ich glaube, ich kann dir auch mal durch den Sucher, dass du siehst, was ich und dann meine. sieht man die stolzen Eltern. Ein bisschen weiter raus noch, ein bisschen weiter raus. Ein bisschen weiter rein, weiter. Ja, schaute sie dir an. Und dann erzählt er ihre natürliche Schönheit und dann ein ganz langsamer Zoom wirklich. Schönheit und seine Lebenslust, seine Freude. Ja, schau sie dir an, was für eine Spießerin sie werden wird und bla 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 bla. Und Joachim spielt sogar eine Rolle in der Studentenverbindung Leporello. Okay. Die Studentenverbindung Leporello gerade bringt mich auf das Design der Produktion, was eigentlich sehr aufwendig war. Weil ich eigentlich in jeder Szene ein anderes Setting hatte und jedes stimmig machen wollte. Die Studentenverbindung Leporello zum Beispiel ist eigentlich ein Büroraum, der schon in Killer Eichhörnchen in meinem vorherigen Film vorkam, dort ganz kahl und leer.
Und am Tag davor habe ich es dann begonnen einzurichten, dass es so ein bisschen nach einem Hinterzimmer aussieht, mit Spielen, ein bisschen gemütlich. Ich und Sebastian waren dann in der Stadt, haben Poster gekauft, die aufgeklebt und so wurde innerhalb von einem Tag aus einem langweiligen, kahlen Raum plötzlich das Spielezimmer und das wurde auch sofort danach wieder abgebaut. So, wir sind hier gerade beim Aufbau von der Studentenverbindung Leporello. Jawohl. Wir drehen in einer halben Stunde und bereiten hier alles vor. Hier sind so lauter Poster an den Wänden. Ja, und Kakteen. Und zeig mal die ganzen Sachen, die da rumliegen. Getränke, jede Menge noch und nöcher. Dann haben wir hier die Regelbücher für das Rollenspiel. Ja, genau. Cool, oder? Knabberzeug. Ja, ein bisschen Zeug, was so rumliegt. So Deko. Na, Pflanzen, so tolle Stühle, Maskottchen, Brettspiele und so weiter. Und natürlich die Poster an den Wänden, die sind so toll. Ja. Und weißt du, was interessant ist? Schau mal, siehst du das Fenster da? Was sieht das aus? Das sieht aus, als wäre es zugehängt. Ja, und womit? Komm mal mit. Und da sind wir. So ist das zugehängt. Oh, das ist ja... Siehst du? Ziemlich improvisiert. Wahnsinn. Ein Leintuch mit Klebeband, weil hier kein Vorhang ist. Aber kein Licht sollte direkt von außen reinfallen. Das ist genial. Ja, perfekt. Ich finde, es ist extrem wichtig, gerade wenn man mit Amateurschauspielern zusammenarbeitet, dass man viel dreht, dass sie komfortabel werden, dass sie ihre Rolle lockerer, ungezwungener spielen können. Die ersten Takes sind meistens nicht so toll, weil man sich erst noch eingewöhnen muss in die ganze Rolle. Und ich persönlich finde, dass man, wenn man viel Material hat, im Schnitt die schauspielerische Leistung immer noch ein Stück weit anheben kann. Echt? Du kriegst ja all dein Geld in den Arsch geschoben. Deine Eltern, die zahlen bestimmt alles für dich. Okay, das war... Hier, nimm den Fünfer. Was? Hey, was soll das denn jetzt? Hey, du willst dir doch bestimmt... 50 Cent? Das ist doch nichts. Ich hab gerade nicht mehr. Guck dich mal an, du hast hier Laptop und Schuhe und... Du bist so ein Arschloch. Und noch nie gearbeitet? Hey, ja, wie 5 Euro? Was soll ich damit? Enteignen sollte man euch. Das ist kein ehrliches Geld. Enteignen sollte man euch als... Arschloch! Ich will dein Geld nicht. Wichser, ey. Der Schnitt des Films hat 1,5 Monate gebraucht, wobei man kann das nicht so genau sagen, weil die Szenen, die ich bis August 2009 drehte, habe ich alle eigentlich immer schon an den Tagen danach geschnitten. Und 1,5 Monate saß ich dann nach dem letzten Drehtag und habe den letzten Haufen von Szenen noch zusammengebaut. Und den Sound nachbearbeitet. Verdammt nochmal jetzt! Mach die Tür, Nathalie, das gibt's doch nicht! Laut genug? Ja, laut genug. Ich hau den Kerl. Na, Norbi? Wie geht's uns heute? Gar nicht. Ups. Das war eine sehr anstrengende Arbeit. Es waren eigentlich 1,5 Monate, nachdem mein Vater gestorben war, dass ich jeden Tag sicherlich 5 bis 6 Stunden am Schnittcomputer saß. Ich hatte keinen Cutter, sondern das alles selber gemacht, weil ich schon vorher die ganzen Bilder im Kopf hatte und vor allem auch die Schnitte auf die Musik. Die Musik ist mir extrem wichtig in diesem Film, wie man ja auch sicher merkt, wenn man ihn gesehen hat. Und ich finde, dass gute Schnitte immer zur Musik passen müssen. Gute Szenen müssen eine Synthese sein von der Musik und dem Bild, die zusammen wirklich fließen. Hey komm, irgendwie ist das auch lustig. Ach, versteh doch, bei so einem Gespräch werde ich nur abgeturnt. Allgemein wird in dem Film nicht besonders viel improvisiert, auch wenn es vielleicht so wirkt, wenn man ihn schaut. Denn es wurde ja alles mit einer Kamera gedreht und wenn man dann die Szene aus verschiedenen Perspektiven filmt, ist es nicht gut, wenn jemand in der einen Perspektive etwas sagt, in der anderen Perspektive sagt er etwas anderes und beim Schnitt ist es dann ganz schwer. Oder? Wer bist du? Oh, ich bin Alexander Konstantin, Regisseur, Musiker, was sich heute gibt. Und so wie du aussiehst, scheint es echt ein Problem mit Frauen zu haben. So, jetzt bitte. Sag vielleicht, hey Nathalie, das ist Herr Konstantin, er schreibt auch ein Buch. Sagen Sie vielleicht nur das, wir bleiben hier stehen. Okay, zu ihr. Und Action. Ah, Nathalie, das ist Herr Konstantin, er schreibt auch ein Buch. Mhm. Ja. Eigentlich 95% der Dialoge, wie sie im Film vorkommen, sind exakt, wie sie im Drehbuch stehen. Ist zu. Ihr seid alle unfassbar glücklich. Es ist einfach eine super Stimmung hier.
keine Ahnung, wann ich was sage. Du sagst nur eine Sache, nämlich hier, was machst du so, Arnold? Und wann? Jetzt. Ah. Was machst du so, Arnold? Naja, im Moment studiere ich noch was. Aha, ich mach seinen Troll kaputt. Was schreibst du denn, Arnold? Also momentan, nun ja, gerade habe ich eine längere Novelle abgeschlossen, die von einem Menschen... Wenn ich die Hände verschränken. Die von einem Menschen... Sie hat dich angesprochen, sie hat mit dir gesprochen, du bist glücklich. Deine Traumfrau hat mit dir gesprochen. Gesichtsausdruck ist toll. Ach, das ist doch bestimmt eins von den Büchern, wo man die ersten paar Seiten überspringen muss, damit Action kommt. Aha, und jetzt lache ich, hahaha. Du lachst. Ich lache. Ha, ja, genau, das ist lustig. Ja. Okay, hättest du das eigentlich nicht wissen können? Eigentlich schon, aber irgendwie hatte ich keinen Bock, dir das zu sagen. Ich fand es einfach lustig. Eine ganz große Ausnahme ist der Darsteller von Norbert. Wir haben mir die Nummern gegeben, ohne Ende. Ich habe so einen Block gehabt. Während alle am Set ihren Text sagten, hatte ich den Eindruck, dass er sein Skript gar nicht gelernt hatte, sondern sich nur darauf beschränkte, Arnold dauernd fertig zu machen. Wenn du das Maul aufmachst, kommt Kacke aus dem Mund. Das gefiel mir sehr und ich habe ihn auch ermuntert mit den anderen. Und es kamen einige sehr lustige Sachen dabei heraus. Ja, auf jeden Fall war ich auf so einer richtig fetten, geilen Bums-Orgien-Party. Das war der Hammer. Was macht ihr? Also, Wohin? Da? Hier so, in diesem Bereich vielleicht so. Probier es einmal. Mit Schwung runter. Mit Schwung nochmal. Oh mein Gott. Sebastian, Lach vielleicht etwas früher los. Weil es kommt nicht so wie diese schüchterne Bube halt. Das war schüchtern schon. Ja, aber es wirkt halt so, als würdest du lachen, weil ich auch nicht zeige. Weil es so richtig wie so ein kausaler Zusammenhang. Okay, also, so, also schon ein bisschen vorher. Bei schüchtern etwa. Ja, genau. Nicht so wie diese schüchternen Bubis da hinten. Wobei, damit es den Vorstellungen entspricht, waren auch sehr, sehr viele Drehtage neben dem Studium notwendig. Es war äußerst anstrengend und insgesamt habe ich dann während den Dreharbeiten 7 Kilo abgenommen. Anatomisch geformter Stuhl. Oh. Nein, eigentlich nicht. Okay. Komm. Ja, man sieht die Dings, gell, die Flasche ab und zu. Ja, aber egal, das versuche ich rauszuretuschieren. Warte kurz, ich mach's nochmal steiler. Noch eine Phase früher, dass ich das Lachen höre und dadurch auf diese schüchternen Bubis komme. Einer der interessantesten Drehtage war die Szene, die auf Già la Mensa e Preparata aus Don Giovanni anspielt. Nochmal. Du hast die Nase vorher nicht so früh ausgezogen. Nochmal, Kamera. Schnell. Nochmal direkt vor vorne. In jedem Take trinke ich einen Schluck Weißwein, esse eine Praline und esse ein süßes Zuckerteil. Und insgesamt waren es 60 Takes. Und am Ende war mir schlecht. Gib mir den Beat. Ich bin wild. Ey, aus der Stadt. Genau, aus dem Ghetto. Wir essen alle matt. Nur die Pralinen schmeckten scheußlich und sie waren durch die Kerzen darunter schon zu einem Block zusammengebacken. Aber im Film merkt man das zum Glück nicht. Aber ich habe 7 solche Riegel bei einem Dreh mal essen müssen an einem Tag und mir war danach so schlecht, seitdem esse ich solche Dinge nicht mehr. Gerade erst eine mehrmonatige Beziehung und die habe ich eigentlich ziemlich in den Sand gesetzt, aber... Nicht du hast sie in den Sand gesetzt. Ja, eigentlich... Die andere war scheiße, du hast Schluss gemacht. Und es war ziemlich blöd und im Gegenteil dazu, du bist wirklich anders. Insgesamt 31 Stunden Filmmaterial sind angefallen, aus denen jetzt 79 Minuten Film wurde. Also eine ziemlich gute Ratio, finde ich. Denn durch viele Takes kann man immer das wählen, was man eigentlich will. Man ist nie gezwungen, einen Take zu nehmen, obwohl etwas doch nicht so perfekt ist. I feel hot. Very hot. Ah, ein wirklich. Jetzt ist voll aufgebrezelt. Und los. Warte mal, was war der Text nochmal? Ja, hey Arne, wie geht's uns heute denn so? Versuchst du nur locker zu. Ach komm, irgendwie ist das doch auch lustig, oder? Ja. Ich hoffe, ich habe Ihnen einige Einblicke geben können. Wenn Sie sich noch weiter für den Film interessieren, hören Sie sich auch den Audiokommentar an, der auf dieser DVD enthalten ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß noch mit dem weiteren Bonusmaterial und möchte Ihnen noch zum Abschied sagen, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Menschenliebe gesehen haben. Hoffentlich hatten Sie eine schöne Zeit mit dem Film. Auf Wiedersehen.